Von Yogyakarta aus geht's weiter, denn wir wollen einen Vulkan besteigen. Der Mount Bromo ist nicht nur ein aktiver Vulkan, sondern man kann ihn auch eigenständig erklimmen. Ja, also das ist schon nicht ganz einfach für mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Dass wir halt noch nicht so die erfahrenen Backpacker sind, merkt man, wenn mal wieder was schief geht, so wie heute. Also wir sind heute Morgen in Malang mit dem Zug angekommen. Wir hatten im Internet geschaut, von wo man gut zum Bromo kommen kann. Probolinggo und Malang sind die typischen Stationen. Im Internet stand sehr viel dran, dass es relativ egal ist. Ja. Dann haben wir in Malang geschaut, wie kommen wir weiter. Das Crab war super teuer, 980.000. Genau. Und dann hatten wir schon überlegt, ob wir uns einen Scooter mieten und selber fahren. Es ist aber schon so 2 bis 3 Stunden. Auf dem Weg zu einer Rollervermietung, um zu gucken, hat uns ein Taxifahrer angequatscht und hat uns für 500.000 den Transfer angeboten. Den sind wir nachgekommen. Sehr altes Auto, aber eigentlich ganz cool. 3 Stunden, 40 Minuten später. Sein Auto war so eine Art Minibus, Tuk-Tuk. Also wir haben echt ewig gebraucht für einen Weg, der eigentlich ausgeschrieben war für 2 bis maximal 3 Stunden. Man hat es während der Fahrt auch gemerkt. Also wir wurden ständig von Autos überholt. Die Fahrt an sich war nicht schlecht und man muss auch sagen, es war auch im Verhältnis relativ günstig. Von Probolinggo wäre die Fahrt deutlich günstiger und schneller. Ihr solltet also von dort starten. Hier angekommen, oder besser gesagt hier auf dem Gebiet vom Bromo angekommen, mussten wir erstmal 20.000 Rupien als Fee bezahlen, dass wir hier in der Area sind. Du kommst ja schon komisch vor, wenn du ein Ticket aus dem Auto raus bezahlst, von irgendeinem Dude, der an der Straße steht. Und dann mussten wir nochmal ein paar Meter weiter die Tickets kaufen für den Nationalpark, weil die haben gesagt, unser Homestay, genau, liegt im Areal vom Bromo, also schon in dem Nationalparkbereich, deshalb müssen wir das jetzt bezahlen. Und wir das hatten halt natürlich auch damit gerechnet, dass wir es eventuell natürlich den Eintritt zahlen müssen. Aber wir hatten uns eigentlich auch ein paar Tricks rausgesucht, wie man eventuell auch ohne das Ticket hier reinkommen kann. Ja, wir wussten natürlich aber nicht, dass unser Hotel in dieser Area liegt. Ja, natürlich, wir haben diese Tickets dann bezahlt. Das ist ganz klar, den Eintritt 220.000 pro Person. Und das haben wir natürlich bar bezahlen müssen. Jetzt mussten wir den Taxifahrer noch bezahlen und hatten nicht mehr genügend Geld. Weil der wollte natürlich auch bar bezahlt werden, was ja für den Taxifahrer auch klar ist. Aber wir haben halt damit gerechnet gehabt, dass wir die Tickets für den Nationalpark per Visa bezahlen können. Weil man sich fühlt wie so ein richtig dummer Tourist. Ja. Ja, und wir hatten halt nicht mehr genug Geld. Wir haben jetzt noch 5 Euro dazugegeben, damit es irgendwie passt. Wir haben letztendlich auch ein bisschen mehr bezahlt, aber ich meine, er hat es angenommen, deshalb ist okay. Der Punkt ist aber der, hier gibt es kein ATM, der Visa-Karten annimmt. Also zumindest genug Bargeld mitnehmen, wenn man zum Bromo geht. Ja, definitiv. Also mit ordentlich Bargeld kommen, weil hier ist nichts mit Visa. Jetzt haben wir es so regeln können, dass unser Homestay-Vermieter, der super nette, hat gemeint, er wird uns morgen dann zurückfahren und schreckt uns jetzt sozusagen, also der hat uns 10 Euro gewechselt, die wir noch hatten, 10 Euro, und hat uns nochmal 150.000 vorgestreckt von sich aus, die wir ihm dann morgen zurückgeben. Er wird uns dann morgen zurückfahren und direkt an den ATM, dann bezahlen wir auch das Zimmer, weil das haben wir noch nicht bezahlt. Ja, also es ist ein bisschen Chaos gerade im Moment. Nur so ganz leicht gestresst. Kommen wir auch nicht runter. Ja. Also wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg. Eine Lavaebene.
Ist ganz schön sandig unter unseren Füßen. Schon nicht ganz so einfach zu laufen, aber es ist okay. Wir wissen nur leider überhaupt nicht, wo es lang geht. Wir laufen jetzt so querfeldein irgendwie, so wie wir denken, dass es richtig sein könnte. Wir sehen auch immer wieder Roller, die fahren aber andere Wege. Jo, keine Ahnung. Ich meine, wir laufen jetzt einfach mal weiter in der Hoffnung, dass wir irgendwo richtig rauskommen. Wenn man genau hinsieht, kann man sehen, wie das Lava geflossen ist und fest geworden ist. Schon fertig oder wie? Ja, los! Der Weg an sich geht, es ist jetzt auch nicht ganz so hoch bisher. Es ist einfach nur, dass dieser Sand halt total weich ist. Man gar keinen Grip hat. Wer nicht laufen will, kann sich auch mit einem Pferd bis zur Treppe bringen lassen. Ein kleiner Tipp, geht nicht morgens zum Krater, denn dann sind die ganzen geführten Touristentouren dort. Wir gehen heute am Anreisetag und wollen morgen früh noch zum Sunset Point. So benötigt ihr nur eine Nacht in Kemodo-Lawang. Okay, wir sind jetzt oben auf dem Bromo. Es sieht einfach so krass aus und es ist auch echt laut. Man hört richtig, wie diese Schwefeldämpfe hochsteigen. Und wenn man unten in den Krater reinschaut, sieht man auch richtig, wie es das so rauszieht. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig erkennen im Video. Echt beeindruckend. Raimons Höhenangst hat auch kurz zugeschlagen, aber braucht kurz ein paar Minuten. Aber das ist voll in Ordnung. Ein Kommentar von Höhenangstgeplagten. Ja, also das ist schon nicht ganz einfach für mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Also so ganz an den Rand traue ich mich tatsächlich nicht. Es ist einfach, die Höhe ist noch ein Ticken zu viel. Aber es ist trotzdem mega beeindruckend. Also ich meine, ich sehe ja trotzdem alles jetzt hier. Aber jetzt hier so vom Rand weg würde ich jetzt nicht laufen. Okay, also ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Jetzt kann ich zumindest an den Rand, so einigermaßen. Es ist mega beeindruckend. Also ich hatte gar keine Vorstellung, wie es sein würde, einen Vulkan hochzulaufen. Und ich meine, das ist nicht besonders hoch, aber also wir sind jetzt, wie lange sind wir hochgelaufen? Also es heißt 2 Stunden, aber es waren keine 2 Stunden. Das waren keine 2 Stunden. Stunde. Der Weg ist zwar anstrengend, doch schon, aber es geht. Also es ist vollkommen okay. Aber ich würde auch sagen, jemand, der jetzt nicht besonders viel Sport macht, kann hier ohne Probleme hoch. Das heißt, der Stress heute hat sich trotzdem gelohnt? Hat sich definitiv gelohnt. Und also wirklich sehr beeindruckend. Ich hatte nie damit gerechnet, mal sowas zu sehen. Ich hatte ehrlich gesagt nie großes Interesse daran, mal einen Vulkan von innen anzuschauen. In Dokus sieht man das ja häufiger mal. Aber es ist nicht vergleichbar. Also auch wenn ihr jetzt die Videos schaut, ja, das ist nicht vergleichbar. Das ist, wenn man echt hier ist, dieser Geruch, dieser Schwefelgeruch, der ist so intensiv. So intensiv. Ja. Also es raubt hier fast die Luft zum Atmen. Und dann die Lautstärke und die Höhe. Ja, es ist so laut und es geht krass. immer so ein leichter Wind. Das ist schon, ja. Und dann schaut man da rein und es ist unglaublich hoch und es geht so tief runter und man sieht einfach diese Macht. Also Vieh ist da irgendwo hinter mir, macht gerade Fotos von einem Typen, der jetzt gefühlt um den halben Vulkan am Krater gelaufen ist. Also geht hier natürlich schon mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad. Alles auf eigene Gefahr. Also dieses Geländer, was hier neben mir ist, das hört irgendwann auf. Der Weg bleibt aber wohl relativ breit. Zumindest von dem, was ich jetzt so in der Entfernung sehen kann. Für eine ganze Weile. Also das, ganz ehrlich, wenn ihr jemals auf Java seid, dann und ihr irgendwie die Möglichkeit habt, kommt hierher. Und auch wenn es vielleicht echt umständlich ist, hierher zu kommen, es ist das ganz auf jeden Fall wert. Deutschen Treffpunkt am Bromo. Immer wieder. Und viele Tipps. Wie wir rausgefunden haben, also das Dorf hier ist auch gar nicht groß. Es ist eigentlich egal, wo man bucht. Nur unser Pech war natürlich, dass unser Homestay in dieser Area war, wo man an dieser Kontrolle vorbeifahren muss.
Also es gibt wohl anscheinend auch nur eine einzige Ticketkontrolle. Nur diese eine Kontrolle. Wenn man einen schlauen Taxifahrer hat, den wir vielleicht nicht so hatten und der hat einfach auch kein Englisch gesprochen, hätte er auch einfach wieder zurückfahren können, uns rauslassen können oder auch einen anderen Weg zum Homestay fahren können, wo er nicht an dem vorbeigegangen wäre. Dann wäre es auch okay gewesen. Aber das heißt, wenn ihr zum Bromo geht, dann vielleicht doch, ja, ihr könnt auch ein bisschen in der Mitte vom Dorf was buchen oder auch ein bisschen weiter weg vom Bromo. Ihr müsst nicht ganz nah an dieser Abzweigung sein. Um 3 Uhr am Morgen starten wir, um den Sonnenaufgang über dem Bromo zu sehen. Die Straße ist nicht schwer zu finden. Sie geht rechts vom Dorf ab und ihr müsst ihr einfach immer nur folgen. Pass bitte auf. Also wir haben jetzt die erste Aussichtsplattform erreicht. Hier gibt es auch einen Kaffee und einen Tee. Und ab hier wird es steil und anstrengend, wenn man weiter möchte. Aber wir sind noch sehr gut in der Zeit und wenn man stehen bleibt, wird es sofort arschkalt. Also hier braucht ihr echt warme Sachen. Und von dem her heißt es für uns jetzt einfach ein bisschen langsam in Bewegung bleiben, sonst halten wir es nicht durch. Der King Kong Hill ist super voll und die Sonne geht schon auf, obwohl es noch nicht mal 5 Uhr ist, wie es eigentlich gehießen hatte. Wir atmen jetzt kurz durch und überlegen, ob wir noch ein Stück weiter hochlaufen. Also wir sind jetzt endlich oben angekommen. Ein Stückchen über den King Kong Hill jetzt. Es ist ganz schön kalt. Die Aussicht ist wunderschön. Es ist extrem voll. Hätten wir nicht erwartet. Ich glaube, es war jetzt bisher der vollste Spot, den wir je hatten. Also auf dem Bromo selber war weitaus weniger los wie jetzt gerade hier. Es ist wirklich extrem. Hier sind Leute mit Lautsprechern, die Durchsagen machen und so. Also das nimmt extrem viel von der Stimmung. Ja, wir versuchen jetzt trotzdem den Sonnenaufgang einfach aufzufangen. Genau. Also das heißt, die untere Plattform würde ich euch auch als absolut ausreichend empfehlen, weil der Aufstieg hier hoch ist echt anstrengend und hier oben sind trotzdem so viele Menschen und unten die Plattform ist wenigstens riesig. Ich glaube, auch wenn da ein paar Menschen sind, das verteilt sich vielleicht auch besser. Das stimmt, ja. Es ist halt hier wenig. Hier sind mehr Plattformen, dafür viel weniger Platz auf jeder. Deshalb muss man sich überlegen, ob es das einem wert ist. So, ein Spot weiter unten, nochmal ein paar Aufnahmen gemacht mit der Kamera. Das ist hier aber auch genauso voll. Also wir laufen jetzt einfach ein bisschen von Spot zu Spot, schauen uns natürlich auch weiterhin den Sonnenaufgang an. Der Ausblick ist natürlich wunderschön, keine Frage, aber es ist sehr, sehr voll. Es ist so kalt. Okay, also wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter runtergelaufen. Wir sind hier gerade ganz alleine, mitten auf dem Weg mehr oder weniger. Hier ist so ein kleiner Fleck, wo man einfach kurz die Aussicht genießen kann. Ein super Blick auf den Bromo. Und hier ist halt niemand, weil die ganzen Leute sind halt an den ganz offiziellen Aussichtsspots. Da sind dann Hunderte. Und hier ist einfach wirklich nichts los. Es ist einfach mitten auf dem Weg. Das bedeutet, man kann sich theoretisch gesehen auch einen Weg nach oben überlegen, ob man nicht einfach bei irgendeiner dieser Ausbuchtungen einfach stehen bleibt und vielleicht da seine Zelte aufschlägt oder wie auch immer eine Decke auslegt, je nachdem, was man dabei hat. Was für ein Ausblick.
Auf dem Weg runter sieht man dann den Weg, den man zuvor im Dunkeln hochgeklettert ist. Von der Aussichtsplattform geht es das erste Stück extrem steil nach oben. Auch dann ist noch ein Stück weiteres Weg, das relativ anstrengend ist. Man könnte aber auch, wenn zu viel unten los ist, nur dieses Stück hochklettern. Und hier weiter oben gibt es schon die erste kleine Plattform, auf der man theoretisch bleiben könnte. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee auf der großen Aussichtsplattform, auf der mittlerweile fast gar nichts mehr los ist. Also wir sind ja jetzt um 3 Uhr losgelaufen, kurz nach 3. Für diejenigen, die da keinen Bock drauf haben, die jetzt sagen, okay, wir würden es gerne sehen, wir würden es aber tagsüber machen, geht auch vollkommen. Für mich persönlich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, der Sonnenaufgang selber war für mich jetzt gar nicht so spektakulär. Ich fand das, als die Sonne aufgegangen war, also den Blick auf den Bromo oder auf das Gebirge fand ich viel spektakulärer als den Sonnenaufgang selbst. Also demnach, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man hier zum Beispiel mittags hinkommt, dass es hier auch viel leerer sein wird, weil es kommen halt alle zum Sonnenaufgang hier. Und es leert sich, glaube ich, so ab, ich schätze mal so ab 10 dann doch sehr deutlich. Also wer jetzt sagt, okay, ich habe schon genügend Sonnenaufgänge gesehen, über Bergen, sonst was, das ist mir nicht so wichtig, aber ich hätte gerne meine Ruhe, ich hätte gerne, keine Ahnung, eine entspannte Zeit mit dieser wunderschönen Aussicht. Der sollte vielleicht einfach mittags kommen, weil der Blick auf den Bromo, also der ist wunderschön. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen und dann überrascht sind, die Sonne, die geht gar nicht über den Bromo auf. Also die geht über der Stadt auf und deshalb, das wirkt dann auch gar nicht so spektakulär, wie jetzt vielleicht bei anderen Sachen. So, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht, haben geduscht und werden jetzt noch was essen. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt? Kurz nach 11 und um 12 geht's weiter. Ja, unser Besitzer vom Homestay ist super nett, fährt uns für einen echt guten Preis dann nach Probolinggo rüber zum Bahnhof. Und er hat gemeint, er schaut mal, aber auch andere Leute findet, was natürlich, was dann einfach den Gesamtpreis günstiger macht. Und wir haben ja ein paar nette Leute kennengelernt und dementsprechend fahren die jetzt mit uns mit und wir teilen uns den Preis und so zahlen wir pro Person nur 100.000, also für ihn ist das in dem Sinne mehr. Wären wir alleine gewesen, hätten wir 300.000 für uns beide bezahlt. So, wir haben jetzt noch viele Bali-Tipps ausgetauscht und Liegen-Tipps und jetzt verabschieden wir uns von unseren neu kennengelernten Freunden, denn jetzt geht es in verschiedenen Richtungen. Da wir noch nicht genug von Vulkanen haben, geht es als nächstes auf den Mount Ijen. Der Mount Ijen ist für seinen aktiven Schwefelabbau und die Minenarbeiter bekannt. Gerade kommt eine Wolke. Welcher Vulkan sich mehr lohnt, das müsst ihr schon selber in unserem nächsten Video herausfinden.